Herzlich willkommen in meiner Küche. Ich bin Esther und ich zeige euch heute das Rezept für Karamell-Apfel-Cookies. Für meine Cookies brauche ich gar nicht viele Zutaten. Ich habe hier 200 Gramm Dinkelmehl, ungefähr 90 Gramm Butter. Ich habe 90 Gramm Rohrzucker, also braunen Zucker. Dann 1 Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz. Die Milch habe ich vergessen, da nehme ich ungefähr so 30 Milliliter. Für die Füllung noch 2 Äpfel, Zimt, 60 Gramm Zucker und eine Karamellsoße zum Dekorieren. Für meinen Cookie-Teig schlage ich jetzt erstmal die Butter, die sollte relativ weich sein, mit dem Zucker auf. Wenn die Butter mit dem Zucker jetzt schaumig aufgeschlagen ist, gebe ich die restlichen Zutaten dazu. Einmal das Mehl, dann noch die Milch, eine Prise Salz und mein Backpulver. Und jetzt knete ich den Teig nochmal richtig mit den Händen durch, denn ich muss jetzt richtig schöne Kugeln formen. So, wenn der Teig schön verknetet ist, forme ich aus dem Teig ungefähr 10 walnussgroße Kugeln. Die kann ich schön mit den Händen zusammenrollen. Meine 10 Kugeln sind jetzt fertig. Die gebe ich jetzt auf ein Backblech und drücke die so ein bisschen flach. Und dann kommt in die Mitte noch eine Mulde, die drücke ich mit so einem tieferen Löffel einfach ein bisschen ein. Denn da kommt nachher unsere leckere Apfelfüllung rein. Jetzt mache ich mich an die Füllung. Dafür nehme ich 2 Äpfel. Die schneide ich jetzt einfach hier am Kerngehäuse so entlang in Spalten. Und schneide die dann nochmal in einfach so mundgerechte Würfel. Das Tolle an den Cookies ist, die sind super schnell im Ofen, brauchen nur wenige Zutaten. Auch meine Kinder helfen mir total gerne dabei. Die können den Teig anrühren und die Äpfel klein schneiden. Das perfekte Familienrezept. So, meine Äpfelstücke sind jetzt fertig und die werden jetzt kurz noch in der Pfanne karamellisiert. Kommt so ein Esslöffel Butter dazu, damit die auch schon richtig schön anbraten. Und damit sie auch noch so eine richtige karamellige Note bekommen, noch ein kleines bisschen brauner Zucker und ein Hauch Zimt. Zimt passt immer optimal zum Apfel. Und jetzt lasse ich das Ganze schön in der Pfanne karamellisieren. Und für die Bindung kommt jetzt noch ein bisschen Stärke dazu. Wenn die Äpfel jetzt richtig schön karamellisiert sind, fülle ich sie schon in meine Keksmulden. Immer so ungefähr 1 Esslöffel. So, meine Apfel-Karamell-Cookies kommen jetzt in den Ofen für 20 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. So, die Kekse sind fertig. Die sehen super knusprig, goldbraun gebacken aus. Die Füllung ist schön karamellisiert, also perfekt. Frisch aus dem Ofen schmecken die wirklich am allerbesten. Dazu habe ich mir eine Karamellsoße gemacht und die träufel ich jetzt da einfach so ein bisschen über den Keks. Und wenn das mal nicht lecker aussieht.
Und jetzt kommt der beste Teil. Jetzt kann ich endlich probieren. Und der Cookie schmeckt wie so ein Apfelkuchen, nur in Keksform. Richtig lecker und crunchy. Probiert es zu Hause mal aus und backt es nach. Lasst es euch schmecken.